Herzlich willkommen zu einem weiteren Faber-Tutorial. In diesem Video möchten wir Ihnen die Registrierungsmaske erläutern. Sie gelangen zur Registrierungsmaske über die Schaltfläche Login oben rechts im Webshop. Im kleinen Fenster, das erscheint, können Sie sich entweder anmelden, die Passwort-Vergessen-Funktion nutzen oder die Registrierung beginnen. Nach Klick auf Registrierung kommen Sie zur Registrierungsmaske. Hier haben Sie oben die Möglichkeit, zwischen Bestandskunde und Neukunde zu wählen. Sollten Sie bereits Kunde der Klaus Faber AG sein, können Sie unter Bestandskunde Ihre Kundennummer eintragen und daraufhin die selbst gewählten Login-Daten. Unsere Kundennummern sind sechsstellig. Bei der E-Mail-Adresse wählen Sie bestenfalls eine personenbezogene Firmenadresse. Bei E-Mail-Adressen einer öffentlichen Domain, wie zum Beispiel Google Mail, GMX oder T-Online, ist Ihre Firmenzugehörigkeit für uns nicht erkennbar. Eine generalisierte E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel info@, kann dazu führen, dass es für Sie intern unklar ist, wer die Anfragen und Bestellungen tatsächlich ausgeführt hat. Als nächstes geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein. Zur Bestätigung muss es erneut eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass es mindestens 8 Zeichen enthalten und als ausreichend bezeichnet werden muss. Hierzu bietet es sich an, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden. Nun wählen Sie noch die Anrede und Ihren Vor- und Nachnamen. Bitte verwenden Sie einen eindeutigen Namen, damit erkennbar ist, wer der Ansprechpartner für die Anfragen und Bestellungen ist, die mit dem Account ausgelöst wurden. Klicken Sie außerhalb des letzten Feldes, damit auch die letzte Eingabe in der Maske aktualisiert wird. Daraufhin leuchtet die Schaltfläche Registrieren rot. Durch Klick werden die eingegebenen Daten vorläufig gespeichert. Sie erhalten eine E-Mail im registrierten E-Mail-Postfach, um Ihren Zugriff auf dieses Postfach zu bestätigen. Dies dient dem Schutz Ihres Unternehmens und Ihres Accounts. Bitte klicken Sie in der E-Mail auf den blau hinterlegten Text, damit die E-Mail-Adresse bestätigt wird. Daraufhin werden die Registrierungsdaten an uns übermittelt, sodass Ihr Zugang freigeschaltet werden kann. Sollten Sie noch kein Kunde der Klaus Faber AG sein, können Sie unter Neukunde einen Zugang bei uns anfragen. Bei der E-Mail-Adresse wählen Sie bestenfalls eine personenbezogene Firmenadresse. Bei E-Mail-Adressen einer öffentlichen Domain, wie zum Beispiel Google Mail, GMX oder T-Online, ist Ihre Firmenzugehörigkeit für uns nicht erkennbar. In diesem Fall müssten Sie am Ende der Registrierungsmaske eine Gewerbeanmeldung oder ein Legitimationsdokument hochladen. Eine generalisierte E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel info@, kann dazu führen, dass es für Sie intern unklar ist, wer die Anfragen und Bestellungen tatsächlich ausgeführt hat. Als nächstes geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein. Zur Bestätigung muss es erneut eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass es mindestens 8 Zeichen enthalten und als ausreichend bezeichnet werden muss. Hierzu bietet es sich an, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden. Nun wählen Sie noch die Anrede und Ihren Vor- und Nachnamen. Bitte verwenden Sie einen eindeutigen Namen, damit erkennbar ist, wer der Ansprechpartner für die Anfragen und Bestellungen ist, die mit dem Account ausgelöst wurden. Beim Punkt Unternehmen können Sie die Suche verwenden, um Ihre Firma zu finden. Die benötigten Felder werden dann automatisch ausgefüllt, sodass Sie nur noch einen Haken zum Bestätigen Ihres Firmendaseins setzen müssen. Sollten Sie Ihre Firma nicht finden, können Sie einen Haken setzen, um die Firmendaten manuell einzutragen. Hier müssen Sie alle Pflichtfelder ausfüllen. Diese sind mit einem Sternchen markiert. Klicken Sie außerhalb des letzten Feldes, damit auch die letzte Eingabe in der Maske aktualisiert wird. Daraufhin leuchtet die Schaltfläche Registrieren rot. Durch Klick werden die eingegebenen Daten vorläufig gespeichert. Sie erhalten eine E-Mail im registrierten E-Mail-Postfach, um Ihren Zugriff auf dieses Postfach zu bestätigen. Dies dient dem Schutz Ihres Unternehmens und Ihres Accounts. Bitte klicken Sie in der E-Mail auf den blau hinterlegten Text, damit die E-Mail-Adresse bestätigt wird. Daraufhin werden die Registrierungsdaten an uns übermittelt. Wir schalten Ihren Zugang schnellstmöglich nach den notwendigen Prüfprozessen frei. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Video helfen, die Registrierungsmaske zu nutzen. Sie finden den Link zur Registrierung in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Faber-Tutorial.